Einige Pharmakunden sehen das skeptisch, weil die nicht gewährleisten können, dass die Handschuhe mit irgendwas kontaminiert sind, die eventuell dann später in diesen Sitzgelegenheiten bei Kinderspielplätzen auftauchen könnten. Willkommen bei GMP Unfiltered, dem Podcast mit spannenden Experteninterviews, Real Talk zu GMP-Herausforderungen und den neuesten Trends und Innovationen aus der Life Science-Welt. Presented by Ellab. Willkommen zum Podcast GMP Unfiltered. Mein Name ist Dominik, ich bin der Host dieser Folgen. Heute zu Gast bei mir ist Robert, der von der Dastex-Gruppe kommt, mit einem ultra spannenden Thema. Robert, welche Lösung, welches Thema hast du mir heute mitgebracht? Wir haben uns vorher unterhalten. Es war ultra spannend und mega wichtig auch für unsere Zukunft. Ja, also die Dastex-Gruppe generell hat sich ja oder ist bekannt für viel Innovation aus der Vergangenheit. Dastex selbst gibt es ja jetzt, wir gehen auf die 50 Jahre zu. Und Innovation war immer so der Antreiber. Und in der Dastex-Gruppe, in diesem größeren Zusammenschluss, ist es nach wie vor ein großer Treiber. Und wir verschreiben uns tatsächlich Thema Nachhaltigkeit, Recycling der Zukunft im Reinraumbereich. Was das bedeutet, welche Auswirkungen hat es und wie man auch darauf schauen muss. Da gibt es auch verschiedene unterschiedliche Perspektiven zu diesem Thema. Stelle ich mir vor, dass die gerade ultra skeptisch sind, vor allem in gewissen Bereichen des Reinraums. Zuerst kurz zu dir, du bist Robert Seftas, du bist Chief Commercial Officer bei der Dastex Group. Ihr seid ein mittlerweile riesiges Unternehmen geworden, das den ganzen Reinraumbereich abdeckt. Jetzt Nachhaltigkeit stelle ich mir ultra schwer vor, weil die Kunden ja eher sehr sensibel sind. Ja, also es ist ganz immer interessant in der Praxis zu sehen, wenn diese Themen aufkommen, wird ja viel investiert in ESG und irgendwelche EcoVadis-Preise und was denn alles die einzelnen Unternehmen auch tun, was alles auch richtig ist, möchte ich nicht in Frage stellen. Die Frage, die uns hier umtreibt, ist tatsächlich, wie können wir dieses Thema Recycling, Nachhaltigkeit tatsächlich auf Produkte rüberbringen, die zum Teil ölbasierend hergestellt werden, weite Transportwege aus Fernost haben. Was sind da so die Ansatzpunkte? Und es ist ganz interessant bei solchen Gesprächen, wenn man dann tief in die Tiefe geht mit den Kunden, dass die dann doch hellhörig werden und hier doch gewisse Unterschiede erkennen zum Thema Greenwashing. Das ist ja eigentlich das, was aktuell am Markt gelebt wird und als nachhaltig eingestuft wird. Okay, Greenwashing, das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, dass mich im Prinzip ein Reinraum-Overall, fixieren wir uns mal vielleicht auf das, dass ich den dann irgendwo, ich nenne es mal, recyceln lasse, obwohl da theoretisch eigentlich nicht wirklich ein Recycling stattfindet, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Programme, wo man diese Ware dann wieder abholen kann und einem Zyklus zuführen kann. Dieser Zyklus, wenn man den natürlich mehr hinterfragt, dann kommt man auf Müllverbrennung, Mülltransport, da gibt es ja klassische Beispiele, auch oft in den Nachrichten gewesen, Containerverschiffungen nach Fernost, wo dann die Ware irgendwo landet. Es gibt dann auch Riesenbilder von diesen Bekleidungsmüllbergen in der Atacama-Wüste, in Chile und solche Geschichten. Und da möchten wir unsere Produkte natürlich nicht finden. Und das ist das, was wir als Greenwashing bezeichnen, um einfach den Kunden zufriedenzustellen. Hör zu, ich habe hier ein Konzept, ich nehme dir die Ware weg, aber was passiert danach, interessiert keinen. Und wir wollen tatsächlich hier noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, ihr möchtet mit der Dastex Group einen richtigen Lifecycle haben. Also ihr schafft ein Produkt und das soll dann, wenn es möglich ist, wiederverwendet werden bis zu einem Zeitpunkt, wo es technisch, stelle ich mir mal vor, gar nicht mehr möglich ist, das wieder aufzubereiten. Genau. Die Frage ist tatsächlich, was kann man aus diesen Produkten machen, beziehungsweise wie kann man die behandeln, um die wirklich in einen Recycle-Prozess wieder reinzuführen und aus diesem Prozess wieder das gleiche hochwertige Produkt
herstellen kann, was man tatsächlich für die kritische Reinraumanwendung auch benutzen kann. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und dort bekomme ich dann diesen Recycling-Prozess, der sich dann eine gewisse Anzahl an Zyklen immer wiederholt, weil irgendwann ist das Produkt natürlich technisch von den Eigenschaften her, wie man so schön sagt, durch und kann es eigentlich nicht mehr gebrauchen. Und das sind alles so Dinge, die man dann natürlich auch in diesem Prozess herausfinden muss. Wie oft kann ich das tun? Wie verändern sich die Eigenschaften? Das sind dann all diese Informationen, die man dann in ein richtiges Beratungsgespräch bei einem Kunden auch einbringen kann. Und ich glaube, das ist die Zukunft und das ist das, was auch die Kunden sehen wollen. Ich glaube, sehen wollen schon, aber du weißt ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre jetzt. Ich war früher mal in einer Reinraumwascherei tätig. Gerade dort war die Thematik Reinraum-Overall von Firma A. Gemeinsam waschen mit Firma B ist ein absolutes No-Go. Ich denke, da geht es um Cross-Contamination oder Kreuz-Kontaminationskontrolle. Wie kann man das denn sicherstellen? Also könnte ich theoretisch aus einem Overall einen neuen Overall erschaffen oder würde das quasi eine Nutzung in einem weniger hohen hohem Grad? Nein, es geht tatsächlich. Die Herausforderung bei dem Beispiel wäre das Thema, wie sauber ist der Overall und wie weit kann ich den in einen Prozess einführen, ohne den Gesamtprozess des Recyclens zu kontaminieren und daraus einen kontaminierten neuen zu machen. Ja? Das ist ja auch ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Der zweite Aspekt ist, viele dieser Reinraumgewebe arbeiten ja mit einer antistatischen Faser. Das ist ein zum Teil Carbon, wird da oft verwendet. Das ist auch so ein Prozess, wie kann ich das Carbon aus so einem Gewebe entfernen, weil Carbon lässt sich da nicht recyceln. Das ist ein Abfallprodukt. Aber wie kann ich das da entfernen und einfach die reine Polyesterfaser haben, die ich dann in bestimmten Prozessen wieder granulieren kann und dann in ein Nähgarn wieder oder ein Webgarn verwandeln kann und daraus wieder ein neues Gewebe machen. Ja. Das sind alles so Aspekte, die man natürlich bei dieser Herangehensweise durchleuchten muss und schauen muss, wie ist der aktuelle Prozess? Gibt es da State-of-the-Art-Geschichten? Muss man vielleicht was Neues dazu erfinden, um das Garn in diese Richtung zu produzieren zu können? Also da gibt es ganz viele Aspekte und die muss man alle durchleuchten. Und deshalb sagen wir einfach, was zurücknehmen und irgendwo verbrennen oder woanders hinschieben, ist nicht ganz das, was wir uns darunter vorstellen. Und deshalb haben wir bei uns im Haus mehrere Projekte laufen, die schauen, was können wir tatsächlich erreichen in dieser Richtung. Und da kann es über Bekleidung, über Handschuhe, über Tücher, selbst mit diesen Überziehschuhen, Fließhäubchen. Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte und das wird alles bei uns durchleuchtet. Also verstehe ich richtig, das wären dann zum Beispiel auch die Einwegprodukte, wie Handschuhe, die in einer gewissen Form, in einer gewissen Qualität noch vorhanden sind, die man recyceln kann. Ja. Wie ist denn so die Akzeptanz? Ich meine, du hast jetzt viel mit Kunden zu tun, nehme ich mal an. Das ist ein hochinteressantes Thema, das für die Kunden definitiv auch wichtig ist. Ja. Dennoch ist die Branche sehr, sehr vorsichtig und will immer alles validiert, zertifiziert haben, nachgewiesen haben. Wie stellt sich das für euch dar? Ja gut, das ist, glaube ich, das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn wir dieses Thema in diesem Umfang ansprechen bei den Kunden, herrscht erstmal große Ratlosigkeit. Ist es das, was wir wirklich wollen? Manche sagen, nee, die einfache Form reicht uns vorläufig. Wo ich persönlich dann mein Problem ein bisschen habe, weil das dann mehr nach Abarbeiten einer Vorgehensweise ist und ich mache einfach nur einen Haken hinter jeden Punkt, den ich zu erfüllen habe und dann interessiert es mich aber nicht weiter. Aber es gibt tatsächlich auch Kunden, die sagen, okay, das ist ein Thema, das wollen wir haben. Also aktuell ist eine klare Tendenz nicht zu sehen, ehrlich gesagt. Das Interesse ist da, diese Prozesse zu durchleuchten. Es muss aber am Ende tatsächlich auch wieder das gleiche Produkt in der gleichen Qualität, in der gleichen Qualifizierungsart, wie der Kunde das auch benötigt, muss halt wieder dastehen.
Und das ist die Herausforderung. Okay, ja, das stelle ich mir ultra schwer vor, weil gerade eben, wenn wir Thermoelemente haben bei Kunden, wo hochaktive Substanzen vor allem gängig sind, dann sind die ultra vorsichtig und sagen, lieber zerstören, lieber wegwerfen. Ja. Und ich find, es ist ganz interessant, weil im Pharmabereich, wenn man mit diesen Kunden redet, Thema sterile Handschuhe zum Beispiel, die haben es natürlich nicht so gern, dass man die zurücknimmt. Weil aktuell ist der Prozess so, werden diese Dinge geschreddert und werden dann in irgendwelche Plastik-Spielplatzmöbel wieder verarbeitet. Also da gibt es ja verschiedene Prozesse. Und einige Pharmakunden sehen das skeptisch, weil die nicht gewährleisten können, dass die Handschuhe mit irgendwas kontaminiert sind, die eventuell dann später in diesen Sitzgelegenheiten bei Kinderspielplätzen auftauchen könnten. Deshalb ist man da auch sehr skeptisch und mag zwar Konzepte, Nachhaltigkeitskonzepte, aber diese Art von Handschuhen, also ganz banales Beispiel, die wollen sie dann doch lieber normal wegwerfen und entsorgen. Also es gibt schon innerhalb auch der verschiedenen Märkte und Reinraumbranchen schon gewisse Skepsis über die Vorgehensweisen. Und die Aufgabe von uns als innovativen Antreiber ist tatsächlich da, diese Skepsis und diese Sorgen den Kunden wegnehmen zu können. Und dafür muss man halt auch viel investieren und viel Papierkram auch erledigen und Tests und so weiter. Das stelle ich mir, weil genau das ist ja das Thema. Am Ende des Tages, wenn du, glaube ich, was zurücknimmst, seid ihr ja verantwortlich, wieder ein Produkt zu verkaufen, sei das jetzt eine gepresste Spielplatzmatte oder einen neuen, in Anführungszeichen, Overall, seid ihr in der Verantwortung. Das heißt, ihr macht zuerst mal viel Invest in euer eigenes Produkt, das es schon gibt und in die Prozesse. Ja. Wir sind ja aktuell auch der Erste am Markt gewesen, der ein Reinraumgewebe als Beispiel aus dem recycelten Polyestermaterial im Umlauf hat, wo wir auch peinlichst darauf geachtet haben, dass dieses recycelte Material aus PET-Flaschen hergestellt werden oder wird, was tatsächlich als Leergut abgegeben wird. Es gibt ja tatsächlich auch die Fälle, wo extra PET-Flaschen produziert wird, um so ein recyceltes Gewebe herstellen zu können. Wir haben darauf geachtet, und das ist auch ganz wichtig, dass es Flaschen sind, die im Umlauf sind. Und das ist auch nochmal, so fängt der ganze Gedankenprozess natürlich an. Also das heißt, nur, dass ich es richtig verstanden habe, nochmal für mich selber zusammenzufassen, ihr habt ein Overall oder ein Produkt entwickelt, ein Textil entwickelt, das aus PET-Flaschen ist, und es gibt tatsächlich Ansätze, jetzt will ich nicht in den Reinraum oder ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, die extra PET-Flaschen produzieren lassen, um die dann wieder einer Recyclung zuzuführen, ohne dass die je im Einsatz waren. Diese Fälle gibt es auch, ja. Aber wir haben die nie recherchiert. Ja, also ist uns auch uninteressant. Wir haben ein klares Konzept, was unser Innovationsantrieb in diesem Thema ist. Und bei dem Beispiel, um dort auch zu bleiben, wir verwenden nur Flaschen, die tatsächlich im Umlauf waren und wieder in den Prozess reinkommen. Ich finde es ultra wichtig, dass man das auch macht, dass man auch die Branche dazu bewegt. Jetzt gehe ich von aus, der Prozess ist relativ kostenintensiv. Wenn du jetzt eine Zahl nennen müsstest, ohne die vielleicht auch genau zu kennen, jetzt gibt es einen Preisunterschied zwischen einem recycelten Overall und einem Overall, der jetzt zum Beispiel aus einem Neutextil ist? Recycelte ist grundsätzlich um die 20% bis 25% höher im Preis. Das sind halt diese ganzen Kosten, die dadurch entstehen. Ja. Und da gibt es schon einen Preisunterschied. Und sind die Kunden bereit, das zu bezahlen? Ja, wir haben vor 2 Jahren, wenn ich nicht ganz irre, mit dem angefangen, oder vor knapp 3 Jahren sogar. Und wir haben jetzt die ersten Kunden tatsächlich, die wir schon beliefern mit diesem Material aus unterschiedlichen Bereichen. Und die Resonanz ist sehr positiv. Auch qualitativ gibt es keine Mängel. Und das ist für uns so das Zeichen, dass die Art und Weise, wie wir denken, wie wir die Prozesse aufsetzen, tatsächlich auch funktionieren, selbst in der Hochreinraumbranche. Okay, aber ich nehme an, es wird auch Limiten geben.
Also hochaktive Substanzen sind immer problematisch. Ja, mit Sicherheit. Also ja, aber wir nehmen halt einen Schritt nach dem anderen. Den größten Fehler, den man machen kann, wenn man denkt, okay, ich mache jetzt alles auf einmal, ja, und hinterfragt es nicht. Aber das ist nie unsere Philosophie und wird es auch nie in Zukunft sein. Wir wollen wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen und schauen, was funktioniert, was können wir weitermachen, worauf können wir aufbauen. Das ist das, was wir eigentlich beabsichtigen. Um jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit den Substanzen, hochaggressive Substanzen, da haben wir uns jetzt noch gar nicht dran gewagt. Ja, wir haben noch bei den anderen Sachen noch ein paar Hausaufgaben zu tun, aber ein Schritt nach dem anderen. Aber ich finde es gut, dass ihr das angeht. Ich finde es gut, dass ihr das auch so bewusst angeht und auch Links-Rechts-Limiten absteckt. Generell probiere ich so ein Gespräch immer zu beenden mit der Frage, welches Problem in der Branche braucht denn als nächstes eine Lösung? Jetzt habt ihr ja schon so viel für Nachhaltigkeit gemacht. Was wäre dann so nächstes, das Robert oder die Dastex-Gruppe gerne angehen würde? Ja gut, also viel darf ich ja nicht verraten, was wir noch in der Schublade haben. Die größte Herausforderung ist eigentlich die Transformation, die aktuell im Reinraumbereich stattfindet in allen Unternehmungen. Ja. Man hat erkannt, dass der Mensch, die größte Kontaminationsquelle, versucht man natürlich so weit wie möglich immer mehr auszuschließen. Es wird mehr in Automation investiert. Dort ist natürlich die Herausforderung, was sind denn die richtigen Produkte, die in die Zukunft gehen. Ja. Und da versuchen wir jetzt auch viel in diese Richtung zu denken, was sind die Produkte tatsächlich der Zukunft. Da gibt es mehrere Beispiele, da gibt es, wenn wir jetzt beim Gewebe bleiben, vielleicht Gewebe, die höheren Tragekomfort vermitteln, ja, verschiedene Bekleidungskombinationen, die Batteriefertigung, Autobatterie zum Beispiel, ist ja auch ein ganz neuer Bereich, der immer mehr in Reinraum reinstößt, dort Bekleidungskonzepte zu entwickeln, die einen Mehrweggedanken haben, aber auch in der Anforderung auch funktionieren, was in der Batterieherstellung ganz wichtig ist. Da gibt es ja ganz hohe Anforderungen. Das sind all solche Themen, die uns weiterhin bewegen, wo wir viel Forschung reinstecken und Innovation. Aber explizit ein Produkt zu benennen, was fehlt, ist schwierig. Ganz schwierig. Aber zusammenfassend kann man sagen, nachhaltig die Transformation angehen, die der Rheinraum macht, neue Märkte erschließen. Genau. Wir sind gespannt. Ich denke, das hat durchaus Potenzial, dass wir uns noch einmal sehen. Gerne. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Und ich würde sagen, wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn ihr Anregungen für weitere Themen habt, könnt ihr das über die gängigen Podcast-Plattformen anstoßen. Ihr findet uns auf YouTube, auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf Instagram. Besten Dank, Robert. Danke dir.